Du möchtest dich gesund ernähren, kannst oder willst aber nicht jeden Tag so lange in der Küche stehen? Vielleicht hast du auch Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien, die es für dich zur Notwendigkeit machen, deine Mahlzeiten stets selber zuzubereiten. Ich zeige dir heute mit einem Rezept für eine Salatsauce, wie du ganz einfach Zeit sparen kannst und trotzdem jeden Tag gesund und lecker essen kannst. Hallo, ich bin Ann und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich kenne mich mit gesunder Ernährung aus und wenn du mehr über mich und meinen beruflichen Hintergrund erfahren möchtest und vor allem, warum ich auf dieses Thema gekommen bin, gehst du am besten auf meine Website. Die heißt annelehner.com und der Link ist auch hier unten eingeblendet. Der Trick ist, dass ich sogleich eine große Menge an Salatsauce herstelle. Dafür verwende ich diese geschirrspülertaugliche Eiswürfelform. Der Link dafür ist auch im Beschreibungstext unten eingeblendet. Noch ein kleiner Tipp: Damit meine Eiswürfel nicht plötzlich nach Salatsauce schmecken, möchte ich die Eisformen nicht verwechseln. Daher markiere ich die Form für die Salatsoßen immer von der Unterseite her mit einem wasserfesten Filzstift. Dadurch kann das Lebensmittel nicht mit der Farbe in Berührung kommen. Für die Zutaten brauchst du 150 ml Olivenöl, 230 ml trüben Apfelessig, am besten unpasteurisiert, den sollte man schütteln vor dem Verwenden, dann 120 Gramm Cashew-Ricotta. Ich habe den Link unten eingeblendet, wobei es hier mittlerweile mehrere Anbieter gibt. Die Alternative dazu wäre gewöhnlicher Ricotta. Dann brauchst du 3 Teelöffel Pfeffer und 4 Teelöffel Edelhefe für einen rezenten Geschmack. Der Link ist ebenfalls unten eingeblendet. Die Alternative hier wäre Parmesan. Dann 1 bis 2 Bund Schnittlauch und 2 bis 4 Knoblauchzehen. Wer Knoblauch nicht so mag, bleibt besser bei 2. Mit 4 gibt es schon einen leicht scharfen Geschmack. Zum Schluss benötigst du noch 2 bis 4 Gewürz-Sardellenfilets. Ich musste hier eine Weile ausprobieren, bis mich der Geschmack überzeugt hat. Darum habe ich auch hier das Produkt unten eingeblendet, aber natürlich bist du auch frei, jede andere Sardelle zu verwenden. Bei diesem Produkt ist es so, wenn du 2 kleine Filets nimmst, dann ist der Fischgeschmack nicht wahrnehmbar, sondern es verleiht dem Ganzen einfach ein vollmundiges Aroma. Wenn du sehr gerne Sardellen hast, dann kannst du auch 3 oder 4 Filets verwenden. Alle Mengenangaben findest du unten nochmals im Beschreibungstext. Die schnellste Variante ist, wenn du alle Zutaten bis auf den Schnittlauch in einen kräftigen Standmixer gibst. Ich habe nur einen kleinen, daher konnte ich nicht alle Flüssigkeit reingeben. Ich habe einen Teil zur Seite gestellt und dann später durch Umschütten vermengt. Zum Schluss schneidest du noch den Schnittlauch klein und gibst den am Ende dazu, damit noch kleine Stückchen bleiben. Wenn du keinen geeigneten Mixer zur Verfügung hast, dann hackst du einfach den Schnittlauch und die Sardellenfilets klein, nimmst eine Knoblauchpresse und vermengst am Ende alle Zutaten mit dem Schwingbesen. Das geht nur ein bisschen länger, aber ist auch kein Problem. Nun ist das Ganze auch schon bereit zum Einfrieren. Nochmals kräftig umrühren und dann sogleich ab damit in die Eiswürfelform. Da sich Fett nicht wie Wasser ausdehnt beim Einfrieren und diese Salatsauce einen hohen Fettanteil hat, hatte ich nie Probleme damit, wenn ich die Form fast bis zum Rand befüllt habe. Am Ende nehme ich einfach noch einen Kuchenspatel, damit lassen sich die Kräuter einfach gleichmäßig in der Form verteilen. Mit dem Rest, der übrig bleibt, kannst du nun sogleich einen Salat genießen oder ihn für eine kurze Zeit in den Kühlschrank stellen. Ich habe das Rezept gleich passend zu dieser Form erstellt. Ich zeige euch aber kurz, wie ihr es umrechnen könnt, wenn ihr irgendeine andere Form verwenden möchtet.
Dafür befüllt ihr eure Form einfach mit Wasser und leert das Ganze in 1 Liter Maß. Dadurch wisst ihr dann das Gesamtvolumen und ihr könnt die Mengen der Zutaten entsprechend anpassen. Aufgrund der frischen Zutaten hält sich diese Salatsauce bedenkenlos nur etwa 1 bis 2 Tage im Kühlschrank. Im Gefrierfach bei minus 18 Grad kann es aber bis zu 3 Monate aufbewahrt werden. Im Idealfall brauchst du die Sauce innerhalb von 1 bis 2 Monaten auf, denn danach kann die Qualität abnehmen. Das betrifft vor allem den Vitamingehalt, aber auch Verfärbungen oder den Geschmack. Wichtig daran zu denken ist, dass oft Kühlfächer in Kühlschränken lediglich bei minus 5 Grad kühlen. Da lässt dann die Qualität schneller nach und es sollte dementsprechend schneller aufgebraucht werden. Vor allem wenn man es viel öffnet und schließt, ist auch die Gefahr größer, dass das Lebensmittel verdirbt. Falls du Eiswürfelformen benutzt, die oben offen sind, wäre es gut, wenn du es in eine Plastiktüte schiebst und die möglichst so verschließt, dass es möglichst wenig Luft im Beutel hat. Denn je mehr Sauerstoff an die Oberfläche von der Salatsauce kommt, desto schneller lässt die Qualität nach. Da ich nicht gerne gezwungen bin, Reste aufzubrauchen, habe ich immer gern verschiedene Salatsaucen im Gefrierfach, weil sie so lange haltbar sind und ich mir dann das raussuchen kann, auf was ich wirklich Lust habe und nicht das, was ich gleich essen muss, weil es sonst verdirbt. Nun fragst du dich vielleicht, wie kalt eigentlich dein Gefrierfach ist. Zur Orientierung habe ich hier eine Tabelle abgedruckt. Die Quelle dazu findest du unten im Beschreibungstext. Es ist so, dass Gefrierschränke, die bei minus 18 Grad oder kälter kühlen, normalerweise eine Temperaturanzeige haben. Die fehlt jedoch meist bei Fächern, die in Kühlschränke integriert sind. Da hilft nur der Sternecode weiter. Wie du hier siehst, bedeuten 0 Sterne eine Temperatur von 3 bis minus 4 Grad und die Dauer der empfohlenen Lagerung beträgt lediglich 1 bis 2 Tage. Du kannst hier sehen, wie das dann mit jedem Stern weiter ansteigt und wie extrem der Unterschied ist zwischen minus 6 Grad oder minus 18 Grad und weniger. Da geht es um Monate oder nur ein paar wenige Tage. Lebensmittel sollten immer sofort eingefroren werden, da sie Krankheitserreger nicht abtöten, sie unterbrechen lediglich deren Fortpflanzung. Das heißt, sobald das Lebensmittel aufgetaut wird, sind viele Keime wieder lebensfähig und machen eigentlich dort weiter, wo man sie ins Gefrierfach geschoben hat. Sobald du deine fertige Salatsauce genießen möchtest, nimmst du die Form einfach aus dem Gefrierfach. Für eine Person brauche ich meistens 2 bis 3 Würfel. Mit 3 Würfeln wird die Sauce schon sehr cremig und für 2 Personen 4 bis 5 Würfel. Du hältst einfach die benötigten Würfel ganz kurz unter das heiße Wasser, damit sie gut rauskommen. In der Schüssel achte ich darauf, dass sie sich nicht berühren, so tauen die Würfel rascher auf. In der Emsa-Form ist es so, dass die Würfel bereits nach 30 bis spätestens 60 Minuten aufgetaut sind. Wenn es warmes Wetter ist, stelle ich sie auch mal für ein paar Minuten an die Sonne. Oder wenn es rascher gehen muss, dann kannst du auch deinen Backofen auf 15 Grad Umluft vorheizen, dann ausschalten und dann einfach kurz die Eiswürfel in der Salatschüssel reinstellen. Dann dauert es nur etwa 10 bis 15 Minuten. Nicht erschrecken, wenn die Soße nach dem Auftauen etwas flockig aussieht. Einfach kurz kräftig umrühren, du kannst auch einen Schwingbesen zu Hilfe nehmen und dann sieht die Soße schon wieder richtig cremig aus. Danach kannst du deiner Kreativität einfach freien Lauf lassen. Am besten finde ich diese Soße zu knackigen Salaten, weil sie sehr cremig ist, damit es dann nicht pappig wird, aber auch zu gedämpften Blumenkohl, Karotten, Gurken mit Samen und Nüssen
und so weiter und so fort schmeckt diese Salatsauce lecker. Fast hätte ich es vergessen, es hat noch kein Salz an der Soße, denn ich habe mein eigenes Kräutersalz immer auf dem Esstisch stehen, weil der Geschmack und auch das Bedürfnis nach Salz sehr individuell ist. Darum salze ich meine Speisen normalerweise erst am Tisch oder überlasse es meinen Gästen. Das war jetzt die Variante eines Caesar Salad und ich würde mich freuen, wenn auch du nun Lust bekommen hast, deine eigenen Kreationen einzufrieren. Nun wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren